Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Im letzten Part haben wir uns, oder wollte König Richard uns wieder vereinen, um gegen den Kampf zu ziehen, wegen diesen Monstern, die wieder für Angriffe verantwortlich sind. Denn er sagt, er habe ein Nest gefunden von denen. Und ja, Sophie ist abgehauen vorher, weil sie sich eben Gedanken drüber macht. Was passiert, wenn alle tot sind und ich noch lebe? Warum bin ich so anders als die Menschen? Und was kann man dagegen tun? Und Pascal ist eben Pascal. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, ob sie zu spät gekommen ist, weil sie ihre Schwester sie noch verdammt nochmal in ein Bad gezwungen hat, bevor sie losgeht. Oder was auch immer. Sie fehlt auch. Und jetzt sind es Hubert, Richard, Malik und wir als Asbel. Immer in der Vierertruppe und dann wollen wir doch mal sehen, was jetzt alles noch passiert. Ich hätte beinahe auf Überspringen gedrückt. Wäre nicht gut gewesen. In the last month, monster attacks have been occurring in strata with greater frequency. It's the same in Fendel. We have fewer monsters, but each seems to do more damage than the last. A familiar story. We and Windor share the same problem. Do we know what's causing this? We've been looking into it, but so far have learned nothing. However, we also know that King Richard has located one of their nests. Recently, some of my knights stumbled onto an ancient underground ruin in the area near Glowandi. The place was crawling with creatures spawned from Lambda. I knew the foul beasts had to be hiding somewhere. An underground nest? It's worth investigating at least. And if we can destroy it all together, it should help cut down on the number of monster attacks. The ruins appear to be of a Marcian origin. Ich sagte immer Person von 4, ich habe Cherry irgendwie ausgeblendet. Warum dachte ich 4? Wahrscheinlich, weil ich Richard irgendwie nicht als spielbaren Charakter im Kopf hatte, ihn trotzdem genannt habe. Egal. So that's why you wanted Pascal. It's indeed unfortunate that she didn't make it. Unfortunate, but not critical. We'll just have to investigate without her. I suppose so. By the way, Asbel, where's Sophie? She's... Actually, let's talk about that later. Right now we should focus on the ruins. Asbel. Very well. With your permission, Highness, we shall strike out immediately. The entrance to the ruins is in the catacombs beneath Verona. Let's get going. Ja, wäre ich Asbel, ich würde eiskalt sagen, sie kümmert sich um die Blumen. Aber naja, Asbel kann nicht lügen. Viele Titel. Und warum ist König Richard nicht in der Part Level 71? Level 71. Okay, so viel hat er nun auch nicht bekommen an Titel. Es gibt nur, eher gesagt, viel zu viel. Gut. Was können denn eure? Auch nur Vitalität, aber eigentlich haben alle diese dasselbe, ne? Ja. Außer das erste, das sich manchmal unterscheidet. Gut. Hier soll es noch irgendwo einen Skit geben. 5. Rad. It's been too long, Asbel. I know, it's been a while. It's good to see all of you guys again. It's good to see you as well. Likewise, it seems I've seen these two more than my own brother lately. Wait, you have? Hubert is in charge of Strata's Nova Monster Eradication Force. I've seen him at the Tri-Nation conferences. My responsibilities have also taken me to Fendel, where Captain Malik has been of great assistance. As the Chancellor's envoy, I've had chances to meet with King Richard on many occasions. Hold on, seriously? And you guys never invited me? Come now, Asbel. These are hardly social calls. Ja, das ist leider so.
Es war Arbeit und kein Kaffeekränzchen. Wobei der Skit im Englischen The Odd Man Out heißt. Warum auch immer. So, wir müssen uns jetzt aber allerdings erstmal wieder um andere Sachen kümmern, denn wir besuchen mal einfach mal, so viel mal in einem Satz, das Wildnis und kämpfen nicht gegen den Drachen, obwohl wir das eigentlich auch könnten. Dort gibt es nämlich auch wieder einen Skit. Und es ist ja nur so, ach wobei, ich kann sie nicht bekämpfen, solange ich hier bin. Ach, voll vergessen. Bruder im Geiste. This reminds me of when we traveled around Verona as children. Oh yeah, I remember that. I pretended to be your older brother, Tiger Festival. Yeah, my naming sense back then was kind of, pathetic. But I could come up with a much better name for you now. I fear I must decline. Richard seems to suit me. Asbel, do you still wish you had an older brother? That's right. I used to think about that when I was a kid, didn't I? Oh well. Then you can call me your brother. Huh? Like, out loud? Well, if you really want me to. Brother. Yes, Asbel. It's kind of embarrassing. Maybe I just need to say brother the way Hubert does. Yes, that's more like it. Try it again. Brother. Good. Brother. Nice. They've lost their minds. Tiger Festival! Ja, das musste irgendwie wiederkommen, dieses Wort. Heieiei. Tiger Festival, was für ein Name. Applaus für Tiger Festival. Immerhin gibt dazu, dass der Name nicht so ganz helle war. So, was haben wir jetzt hier für ein Star-Event? Warum hat sie sich für ihn entschieden? Ach, Raymond. Verknallt sich in diejenige, die du umbringen wolltest. Und Bailey weiß davon. Sie hasst mich wohl immer noch für das, was ich getan habe. Ach, grausames Schicksal, wie du meiner spottest. Ihr müsst über sie hinwegkommen, Fürst Raymond. Langsam wird es peinlich. Ach, deswegen war er so angepisst auf uns. Jetzt weiß ich's wieder. Also die Szene habe ich nicht vergessen, aber so den Zusammenhang hatte ich gerade nicht im Kopf. Aber gut. Ach, und ihr werdet sie wohl einfach vergessen und weitermachen? Wir können nichts tun. Sie kann ihr Leben leben, wie sie will. Und außerdem können wir nicht mit ihm konkurrieren. Verflucht soll er sein. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihn getötet, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Und Cherry weiß genau, worum es geht. Ah, vielleicht ist es nicht zu spät. Und du glaubst, dass sie dann natürlich, wenn du ihn damals umgebracht hättest, sofort in dich verfällt, weil du ja auch der Mörder bist von... Egal. Menschen. Nein! Erwachsene Männer, die über vergangene Liebe reden. Wenn das kein Zeichen ist, dass der Frieden in diese Stadt zurückgekehrt ist, weiß ich nicht, was sonst. Malik, lass uns allein. Ein ungehobelter Bauer wie ihr kann solche Dinge wohl kaum verstehen. Ey, du weißt hier sicherlich nicht, was Malik passiert ist, oder halt mal Fresse. Das weißt du auch von jedem unbekannten Mann nicht. Ihr verletzt mich, Raymond. Dieser ungehobelte Bauer hat mehr über die Liebe vergessen, als ihr jemals wissen werdet. Vielleicht erlaubt ihr mir, mich an eurem Gespräch zu beteiligen? Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann wie ihr eine solche Vergangenheit haben könnte. Ich würde gerne alles darüber hören. Ha, ich habe nichts verloren, Malik. Es gibt immer noch Hoffnung, dass sie ihre Meinung ändert. Ah ja, nichts lindert den Schmerz einer verlorenen Liebe so gut wie Gesellschaft und ein guter Drink. Woher auch immer und was auch immer da drin ist. Kommt, lasst uns diese Unterhaltung bei ein paar Cocktails beenden. Hauptsache er hat Cocktails dabei.
Also gut. Oh, na schön. Mann, die Liebe ist ganz schön kompliziert, was? Wovon redet denn die? Wen umbringen? Wen? Ja, das ist sie. Und Cheryl sagt mal lieber nichts. Mann, 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 Mann. Okay. Verliese, Barona, Katakomben. Da sind wir wieder. Oh, jetzt ist hier ein Ritter. Aber das ist egal. Hier haben wir einen Speicherpunkt, den werde ich auch gleich nochmal benutzen. Denn ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Der Part geht, glaube ich, noch ungefähr 10 Minuten. Ja, so in etwa. So, jetzt sollen hier neue Truhen sein. Mit alten Gegnern. Wow. Irgendwie komisch, dass hier alte Gegner sind. Wenn hier doch irgendwo in der Nähe das Netz von diesen Viechern sein soll. Habe ich gerade Nest oder Netz gesagt? Wie auch immer, ich verliere wertvolles Elith. Ich wollte den auch nicht bekämpfen. Aber hey, Hauptsache wir haben Federn produziert und sowieso kein Elith mehr. So, Arkaner Trank. Danke. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Dann kann ich halt nochmal gegen dich und verliere meine restlichen Elith. Easy. Jetzt habe ich nur noch 20 oder so. Oh yeah. Genau 20. Ich glaube mit Upper Path ist der hier gemeint. Ja. Wenn da das Richtige drin ist, genau. Wegwerfen. Durch die Steine? Die war oben, ne? Die komische Wand mit dem Stein zum Wegschieben. Ja. So, und jetzt? Kiste. Sanduhr. Aber ich glaube, hier müssten wir jetzt nochmal rein. Und hier bekommen wir einen Allesteiler. So, wo sollen wir jetzt hin? Jetzt sollte ich zum Stundenglas. Ist das hier? Nein. Nordosten. Warte, Nordosten? Nee, das ist nicht hier. Ist hier wirklich nichts? Da muss er einfach wieder hoch. Okay. Hoffe ich mal. Ach. Ja. Nein. Es heißt sowas von, jetzt nehme den Lower Path. Das heißt für mich, da wo der Upper Path eben war, nehmen wir mal den unteren. Und der befindet sich hier auf der anderen Seite. Denn da gibt es noch einen schönen Skit und eine Sache, die ich nicht vergessen wollen würde. Weise Worte. The relief organization must be tough work. Yes, but it's also quite rewarding. And after all the hard work, it got me thinking about the past. It's a little late, but I finally understand how you felt when you decided to become a knight 7 years ago. You do? You wanted to get stronger so you could protect your friends. Yeah, you're right. So will you support me?
Of course. Give it your best. I will. The phrase, men surrender their ideals in adolescence, women pursue them in maturity, comes to mind. Wise words. Who spoke them? The one and only M. Caesar. I've heard that name before. Wait, that's your name. Wow. Blitzmerker. Gnomengewand. Gibt definitiv Erdresistenzen. Und hier geht's auf einmal zur Ruine. Oh, wow. I can't believe all this is underneath Glowandi. It's the first I've known about it. We found a similar looking ruin beneath Wallbridge, remember? That's true. They do seem quite similar. I imagine the Amarcians built them around the same time. I wonder what they're for. I'm sure Pascal would be full of theories. Perhaps. At any rate, let's press on and see what we can learn. I sense powerful monsters down here. Keep your wits about you. Ach, immer doch. Oh, da sehen wir auch schon einige neue Monster. Ich wünsche nur, mein Elf wäre wieder etwas voller. Ruhm ohne Reichtum. I've been hearing about your work from travelers. Everyone says you're doing a great job. In Strata, King Richard is more popular than even our own president. You can actually buy trading cards with his picture on them. In Fendel, his popularity rivals that of the Chancellor. I'm not sure who is more famous. Please believe me. I don't lead these monster hunts out of some mad desire for fame. My earlier actions dealt a considerable amount of economic damage to both Fendel and Strata. To make restitution for those deeds, Windor has taken on massive amounts of debt. But I'm no fool. Confidence in leadership is something that no amount of money can buy. Your popularity is manifest proof of the trust the people of this world hold for you. In truth, you're the envy of leaders everywhere. Thank you, Malik. And yet, does that justify what's happening? Justify what? My retainers are selling keychains with my face on them. They make dolls in my image, and even King Richard fruit snacks. All to pay down the debt. How shameless! What the fuck? Okay. Wir befinden uns in einem Zukunftskapitel. Und hier gibt es schon Spielkarten mit Richard drauf. Könnte das eine Anspielung an schöne Katerkarten sein? Wer weiß, wer weiß. Oh, 100% versteinern. Das ist gut. Na, weil normalerweise in einem Tales of Game kriegt man nicht die Karte von den Helden, die man gerade spielt. Na? Kriegen wir vielleicht eine König Richard Karte? Ich glaube nicht. Aber gut. Ich sag dann auch bis zum nächsten Mal, Leute, denn dann werden wir die Ruine erkunden und vielleicht ist Pascal ja schon hier, weil sie sich vor der Neugier nicht halten konnte und schon längst hier ist. Auch eine Möglichkeit. Aber das erfahren wir leider erst, wenn es soweit ist. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss.